Nebenordnende Konjunktionen. Das sind die Konjunktionen, die das Verb nicht ans Ende des Satzes schicken. Und in diesem Video erkläre ich dir die 7 wichtigsten nebenordnenden Konjunktionen der deutschen Sprache, was sie bedeuten, wann du sie einsetzen musst und was du auch beim Satzbau und der Wortstellung hier beachten musst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die nebenordnenden Konjunktionen. Nebenordnende Konjunktionen, das sind Konjunktionen, die immer gleichrangige Dinge miteinander verbinden. Also zum Beispiel einen Hauptsatz mit einem anderen Hauptsatz, einen Nebensatz mit einem anderen Nebensatz, aber auch zum Beispiel einen Satzteil mit einem anderen Satzteil oder ein Wort mit einem anderen Wort. Und es gibt insgesamt 7 nebenordnende Konjunktionen, die alle unterschiedliche Bedeutungen und Aufgaben haben und teilweise mit einem Komma die Dinge abtrennen und teilweise ohne das Komma. Und damit ich dir das genau erklären kann, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. Schauen wir uns als erstes 2 Beispiele zu nebenordnenden Konjunktionen an. Zum Beispiel Tanja und Boris sehen fern. Hier verbindet das und Tanja und Boris, also 2 Namen, 2 Nomen, 2 gleiche Dinge werden hier miteinander verbunden. Und auch hier fahren wir zu Oma oder bleiben wir zu Hause. Hier verbindet oder die 2 Sätze, wir fahren zu Oma und wir bleiben zu Hause. Und hier, das sind natürlich auch 2 gleichwertige Dinge, nämlich 2 Hauptsätze. Schauen wir uns nun ein bisschen die Wortstellung an, was da passiert, wenn du hier zum Beispiel 2 Hauptsätze miteinander verbindest. Denn die nebenordnenden Konjunktionen stehen immer auf Position 0. Sie zählen also nicht als Satzteil, dementsprechend kommt zwischen der Konjunktion und dem Verb immer noch etwas anderes, normalerweise das Subjekt. Zum Beispiel, das Auto ist schon sehr alt, aber es ist in einem sehr guten Zustand. Hier haben wir als erstes die Konjunktion aber, hier fehlt das Komma, das ist gerade nicht sichtbar, also Komma, dann Konjunktion, und dann etwas anderes, normalerweise das Subjekt, dann das Verb, denn das Verb möchte auf der 2. Stelle stehen und dann alles andere. Und hier im ersten Hauptsatz, da bleibt alles gleich, ganz normal, das Auto ist schon sehr alt, Komma, und dann aber es ist in einem guten Zustand. Dasselbe auch im zweiten Beispiel hier mit denn, wir nehmen den Bus, Komma, denn es gibt keinen Zug. Auch hier steht denn auf Position 0, gefolgt vom Subjekt, dann das Verb, das auf der 2. Stelle stehen möchte und dann kommt der Rest. Das soweit, also immer daran denken, Konjunktion, eine nebenordnende Konjunktion steht auf Position 0. Du brauchst also hier noch irgendetwas auf Position 1, bevor das Verb kommt. Als kleine Besonderheit, wenn das Verb und oder das Subjekt in beiden Hauptsätzen gleich ist, dann kannst du es auch weglassen. Außer du benutzt denn. Dort funktioniert das nicht. Zum Beispiel, ich mache eine Suppe oder ich mache ein Schnitzel. Du kannst aber auch sagen, ich mache eine Suppe oder ein Schnitzel. Ich lerne viel, denn morgen habe ich eine Prüfung. Hier kannst du das Ich nicht weglassen. Bei denn funktioniert das nicht, aber bei sondern funktioniert es. Max möchte keinen Kuchen, sondern Max möchte ein Eis oder Max möchte keinen Kuchen, sondern ein Eis. Also bei den denn geht es nicht, aber bei den anderen hier, bei außer und oder aber doch und sondern, da funktioniert das Ganze. Kommen wir nun zur Verbindung von Nebensätzen, denn und oder können auch Nebensätze miteinander verbinden und da bleiben grundsätzlich alle Regeln der Nebensätze gleich, also Verb weiterhin ans Ende. Schauen wir uns das hier an den 2 Beispielen an. Ich bin böse, weil du zu spät gekommen bist und du dich nicht entschuldigt hast. Hier haben wir das weil
das das Verb hier ans Ende schickt und verbindet jetzt noch einen zweiten Satz mit diesem Satz und dann gilt das weil auch für diesen Satz hier. Du kannst das ganz einfach auch testen mit und, denn du könntest das weil hier wieder einsetzen, weil du zu spät gekommen bist und weil du dich nicht entschuldigt hast. Wenn das Subjekt gleich ist, dann kannst du es hier im zweiten Satz auch wieder weglassen, aber nur, wenn du das weil nicht einfügst. Also sobald du weil hier nochmal benutzt, dann muss das Subjekt auch hier wieder rein. Aber hier weil auch zu benutzen, das klingt etwas doppelt, etwas redundant, macht also eigentlich keinen richtigen Sinn. Schauen wir uns auch noch das zweite Beispiel an. Er ist glücklich, weil er im Lotto gewonnen hat und seine Prüfung bestanden hat. Auch hier kann das er wieder weggelassen werden. Du fragst dich jetzt vielleicht, kann ich auch das Verb weglassen? Jein. Also theoretisch natürlich kannst du das Verb weglassen, wenn es gleich ist, aber dann ist es sind es eigentlich keine zwei Nebensätze mehr, sondern nur noch einer. Denn zum Beispiel müsstest du dann sagen, du bist nicht nach Hause und nicht in die Schule gegangen. Also du bist nicht nach Hause gegangen und du bist nicht in die Schule gegangen. Das geht, aber wenn du das gegangen weglässt, dann macht es an sich keinen Sinn mehr, denn dann verbindest du eigentlich nur das nach Hause und das in die Schule und dann sind das keine zwei Sätze mehr, sondern einfach nur Satzteile, Wortgruppen, die du miteinander verbindest. Deswegen hier bei Nebensätzen klappt das nur mit dem Subjekt, denn ansonsten bleibt einfach kein Satz mehr übrig. Und dann kannst du natürlich auch noch Wörter und Wortgruppen verbinden, wie gerade schon erwähnt. Und das können alle nebenordnenden Konjunktionen außer denn. Denn kann immer nur zwei Hauptsätze miteinander verbinden, sonst nichts. Zum Beispiel Hans und Udo gehen am Wochenende zum Fußball. Hier wird wieder Hans und Udo, die zwei Namen, zwei Nomen verbunden. Ich bin kein Fan vom FC Bayern, sondern von Borussia Dortmund. Hier gibt es den Gegensatz und hier wird der FC Bayern mit Borussia Dortmund verbunden. Wenn ihr die beiden Fußballvereine nicht kennt, das sind die zwei größten Fußballvereine in Deutschland. Vielleicht nicht größten, aber zumindest momentan erfolgreichsten. Und trinkst du Kaffee lieber mit oder ohne Milch? Hier wird das mit Milch oder ohne Milch verbunden. Auch hier ist es doppelt, deswegen kann man das erste Milch weglassen. Und mit Zucker, aber ohne Milch. Hier das aber verbindet das mit Zucker und das ohne Milch. Grundsätzlich kannst du die Konjunktionen immer entsprechend ihrer Funktionen benutzen. Denn du kannst immer gleichwertige Dinge miteinander verbinden und jede Konjunktion hat ihre eigene Bedeutung. Aber doch und außer beschreiben immer eine Einschränkung oder einen Gegensatz. Zum Beispiel, ich mag Tee nicht, aber Kaffee sehr. Also das eine mag ich nicht, aber das andere sehr. Genau hier auch, du magst Kaffee, doch keinen Tee. Aber und doch sind übrigens 100% Synonyme zueinander, also das kannst du immer austauschen. Ich trinke jeden Tag Kaffee, außer sonntags. Hier außer beschreibt eine Ausnahme oder eine Einschränkung. Denn gibt den Grund an, ich gehe schlafen, denn ich bin müde. Also denn ist an sich, bedeutet dasselbe wie weil, aber weil leitet einen Nebensatz ein und denn einen Hauptsatz. Aufzählung, das ist und, also einfach, wenn du mehrere Dinge hintereinander aufzählen möchtest, zusammenfassen möchtest. Ich kaufe Saft und Käse, also beides. Eine Alternative gibt oder an, ich kaufe Bier oder Wein und sondern gibt einen Widerspruch oder eine Korrektur an. Ich habe deinen Laptop nicht benutzt, sondern mein Bruder hat deinen Laptop benutzt. So, wenn du schon ein Grammatikspezialist bist, dann wirst du jetzt wahrscheinlich merken, hey, hier fehlen doch welche. Ja, die mehrteiligen Konjunktionen fehlen noch. Das sind auch nebenordnende Konjunktionen. Um die
geht es in dem morgigen Video. Mehrteilige Konjunktionen, das sind einfach Konjunktionen, die aus mehr als einem Wort bestehen. Also, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder beim zweiten Teil zu den nebenordnenden Konjunktionen, nämlich den mehrteiligen Konjunktionen. Bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.